Live. China hat ein groß angelegtes Militärmanöver gestartet rund um Taiwan und gleichzeitig das Ausland gewarnt vor einer Unterstützung der demokratisch regierten Insel. Für sein Manöver hat China Marine-, Luft- und Raketentruppen mobilisiert. Die Übung Mission der Gerechtigkeit 2025 ist das größte chinesische Manöver vor Taiwan seit April. Taiwan verurteilte die Übung als Missachtung internationaler Normen. China setze auf militärische Einschüchterung, um Nachbarländer zu bedrohen. Wir sprechen über das Militärmanöver, die Absichten Chinas und die Hintergründe. Und zwar mit unserer Korrespondentin Elisabeth Schmidt in China und mit Miku Huotari vom Mercator Institute for China Studies. Und wir beginnen mit Elisabeth Schmidt, die uns jetzt, da ist sie aus Peking zugeschaltet ist. Guten Abend dorthin. Wie können wir uns denn jetzt dieses chinesische Militärmanöver vor Taiwan genau vorstellen? Du hast es vorhin ja schon angesprochen, es war wirklich wieder ein Großmanöver. Wir hatten das jetzt in den letzten 3 Jahren ganze 6 Mal gesehen, obwohl die Volksbefreiungsarmee fast täglich vor Taiwan Übungen fährt. Dieses Mal ist mir besonders aufgefallen, dass die Staatspropaganda besonders ausführlich berichtet hat. Also in diesen Situationen müsst ihr euch das vorstellen, wir Journalisten bekommen vor allem natürlich Bilder und Videos der chinesischen Staatspropaganda des Staatsfernsehens zugespielt oder wir werten die dann auch aus. Unabhängig lässt sich das oft gar nicht überprüfen, aber wir können daraus natürlich ziehen, welche Botschaft die Staatsführung in Peking vermitteln will. Und was wir da gesehen haben, das ist auch zum Teil von Taiwan selber auch bestätigt worden, eine große Zahl wieder auf allen möglichen Ebenen, also auf dem Land, zu Wasser und in der Luft wurde geübt. Ja, Taiwan hat bestätigt, es gab 89 chinesische Militärjets vor ihrer Küste und dann auch 28 Fregatten und auch Zerstörer der Volksbefreiungsarmee. Und das muss man sich wirklich vorstellen wie in einem Wargame, also wie in einem Computergame. So hat China das der Öffentlichkeit präsentiert. In fast krasser Synchronität springen da die Soldaten der Volksbefreiungsarmee in ihre LKW, machen Waffen und Bomben fertig. Das ist das Bild, das Peking eben in die Welt senden will. Und es ist eins der Bedrohung Taiwans und auch ein sehr eindeutiges Bild diesmal an mögliche Verbündete Taiwans, allen voran die USA. Hat sich dieses Manöver denn angekündigt oder kam das überraschend? Ja, diesmal gab es eine Vorwarnung, wenige Stunden vor dem Beginn des Manövers. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Manchmal ging es sehr spontan los. Diesmal also eine Ankündigung und auch die Regierung in Taiwan hat heute bestätigt, sie war darauf vorbereitet. Das ist für die Insel leider mittlerweile so eine Art traurige Routine geworden, dass die Volksbefreiungsarmee eben tagtäglich dort Manöver abhält. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie Taiwan darauf reagiert? Vielleicht die Regierung auf der einen Seite und die Bevölkerung auf der anderen? Ja, du hast es in deiner Anmoderation schon erwähnt. Also die Regierung natürlich hat dieses Manöver wieder aufs Schärfste verurteilt. Es ist auch ein Verstoß gegen die internationale Norm benannt. Das ist soweit normal. Die Regierung hat heute fast schon mit kühler Gelassenheit reagiert. Vielleicht auch, weil sie den größten Waffendeal im Rücken hat. Die USA, Donald Trump hat erst vor einer guten Woche einen 11 Milliarden schweren US-Dollar-Deal unterschrieben. Das ist der größte bislang in der Geschichte Taiwans. Vielleicht auch mit diesem Wissen, dass eben USA, die ja auch in der Vergangenheit immer wieder auch gemischte Signale gesendet hat, Donald Trump zum Beispiel im Wahlkampf gesagt hat, ja, Taiwan müsse sich erstmal finanziell an der Verteidigung beteiligen. Also wenn die USA einspringt, soll Taiwan das bitteschön bezahlen. Und vielleicht mit diesem ganzen Hintergrund hat Taiwan heute relativ gelassen reagiert. Ich finde das persönlich auch immer total spannend, wenn ich mit unseren Kollegen vor Ort telefoniere und mir die Lage schildern lasse. Die sind einfach unfassbar gelassen. Das können wir uns teilweise gar nicht vorstellen, wie man tagtäglich mit dieser Bedrohungslage lebt. Aber viele Menschen, die heute auf der Straße gefragt wurden, was haltet ihr denn jetzt von diesem erneuten Manöver, haben fast schon trotzig nochmal gesagt, naja, wir haben eben seit Jahrzehnten unsere eigene demokratische Regierung, wir haben unsere eigenen Gesetze und deswegen wollen wir weiter selbstbestimmt leben. Du hast den Rüstungsdeal mit den USA angesprochen. Diese Waffen sind ja jetzt noch nicht da. Reagiert denn Taiwan in irgendeiner Weise militärisch auf das, was da passiert?
Ja, also das gehört natürlich auch zur Routine. In gleicher Weise sind auch aus Taipeh heute Kampfjets aufgestiegen. Natürlich wird Taiwan, soweit es geht, seine Grenzen verteidigen oder zumindest, also es sind keine Schüsse gefallen, es ist immer noch eine Übung, aber natürlich wird Taiwan dort auch Stellung beziehen. Das war in der Vergangenheit genauso. Diesmal muss man jetzt sehen, wie es morgen weitergeht, weil ein zweiter Tag angekündigt wurde, an dem Peking sein Militärmanöver vor Taiwan abhält, und zwar in ganzen 5 Gebieten. Das ist wirklich ein flächendeckendes Manöver. Da werden Häfen blockiert. Es wird wie sonst auch die Blockade der Taiwanstraße geübt. Und was dieses Mal auch neu ist, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, ist eben auch eine Verteidigung gegen ausländische Kräfte, also so ein quasi äußerer Verteidigungsring hören wir. Und das ist ziemlich neu. Bislang ging es quasi um die inneren Angelegenheiten mit Taiwan. Und diesmal wird wirklich auch geprobt, was passieren könnte, wenn zum Beispiel die USA als Alliierte in diesen Konflikt eingreifen könnten. Schauen wir mal auf eine Userfrage, die stellt Daniel P. Wäre Taiwan in der Lage, einem Angriff Chinas standzuhalten, falls dieser morgen erfolgen würde? Also vielleicht vorneweg geschoben, wir befinden uns jetzt immer noch in so einer Art Zeitstrahl. China hat das ganz klare Ziel ausgegeben, die sogenannte Wiedervereinigung mit Taiwan, obwohl faktisch Taiwan nie zur Volksrepublik gehört hat. Und diesen Plan arbeitet China konsequent ab. Also wir befinden uns in einer konstanten Eskalationsstufe. Es kommt immer eine Schippe drauf, diesmal vor allem jetzt auch im Wording, das immer aggressiver wird. Aber es heißt nicht, dass China morgen und auch nicht übermorgen in diese Insel einmarschiert. Das vielleicht nur vorweggeschoben. Taiwan probt die ganze Zeit. Also auch die Bevölkerung wird permanent auf diesen Ernstfall vorbereitet. Es gibt wirklich bevölkerungsübergreifende Übungen für so einen Fall. Es gibt ein großes Heer. Es gibt auch regelmäßige Übungen mit Kampfjets zu Wasser und eben auch auf der Erde. Also da ist Taiwan, lebt sehr realistisch mit dieser drohenden Gefahr und ist nach ihrer Aussage auch sehr gut darauf gewappnet. Welche Auswirkungen dürfte dieses Manöver denn jetzt haben? Du hast einmal die Situation für Taiwan selbst angesprochen, aber auch die Außenwirkung mit Blick auf andere Mächte. Ja, man muss sagen, der Indo-Pazifik wird sich so schnell nicht beruhigen. Das ist auch die klare Botschaft dieses Manövers, das Peking in die Welt sendet. Ganz klar ist, Peking wird sich auf keinen Fall abbringen lassen von seinem Plan dieser sogenannten Wiedervereinigung mit Taiwan. Das hat es heute noch mal ganz deutlich gemacht. Was das jetzt für die Zukunft bedeutet, ist natürlich, dass es weitergehen wird mit Militärmanövern dieser Art, dass China vermutlich auch in den nächsten Monaten weitermachen wird, dass die Eskalationsstufe weitergedreht wird. Aber wie schon erwähnt, das ist ein Prozess. Die Volksbefreiungsarmee selber kämpft gerade mit einem Militärskandal nach dem anderen. Es gab einige Entlassungen auch hochrangiger Generäle. China ist noch in dem Prozess, auch sein Heer, wie es sagt, Grund zu erneuern, zu modernisieren. Da wird immer das Jahr 2027 genannt als erste Stufe und dann 2035, wo dieses Heer wirklich Weltniveau erreichen soll. Also das ist in dieser Planwirtschaft China der ganz genau vorgeschriebene Plan der Kommunistischen Partei. Das heißt natürlich, dass die Lage weiter angespannt ist und wir leider, so schaut es aus, auch 2026 wieder einen Indo-Pazifik haben, der auf wirklich unruhige Gewässer zusteuert. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und Informationen aus Peking, Elisabeth. Und die chinesische Führung, die hat sich natürlich auch geäußert zu ihrem Manöver. Hören wir mal rein, was der Sprecher des chinesischen Außenministeriums dazu sagt. Ich möchte betonen, dass die taiwanesische Regierung entschlossen ist, die Unabhängigkeit Taiwans zu erreichen und versucht, die Unterstützung der USA dafür zu gewinnen und sogar riskiert, Taiwan in ein Pulverfass und ein Munitionsdepot zu verwandeln. Ein solcher Versuch zeigt, dass die taiwanesischen Behörden diejenigen sind, die den Frieden zerstören, Krisen heraufbeschwören und Kriege schüren. Die Versuche externer Kräfte, Taiwan zur Eindämmung Chinas zu nutzen und Taiwan zu bewaffnen, werden nur die von Taiwan abhängigen Separatisten ermutigen und die Gefahr eines militärischen Konfliktes in der Taiwanstraße erhöhen. Ich begrüße jetzt bei uns im Stream Miku Tari vom Mercator Institute for China Studies. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Sie haben ja gerade gehört, was der Sprecher des chinesischen Außenministeriums da von sich gibt. Welches Signal sendet China mit seinem Militärmanöver an Taiwan aus Ihrer Sicht? Das ist eine Drohung, eine wiederholte Drohung. In der Hinsicht nichts Neues, sind klare Signale, insbesondere an die Bevölkerung, dass doch ein Teil dieses politischen Systems, die derzeit an der Macht befindliche DPP, deren Präsident als Feinde und als Krawallmacher, als Störenfriede, als Separatisten gesehen werden sollten. Und insofern man sich auf die Kräfte doch bitte konzentrieren solle bei Wahlen, die anstehen und Ähnlichem, die vielleicht für eine friedlichere Beziehung mit China stehen. Also insofern der Versuch, einen Keil auch in die Innenpolitik von Taiwan zu treiben. Und ist das der Grund, warum das Manöver gerade jetzt stattfindet oder einer der Gründe? Das hat eine gewisse Routine. Insofern der genaue Zeitpunkt kann jetzt auf Japan bezogen sein, auf die USA, vielleicht auch tatsächlich auf die Innenpolitik Taiwans, wo große Entscheidungen zum Verteidigungsbudget tatsächlich anstehen. Aber es ist eine routinisierte Eskalation, insofern nichts wirklich Überraschendes in der Tat. Und ich denke, es ist sowohl auf Taiwan als auch auf die Partner Japan und USA insbesondere gerichtet. Da kommen wir gleich drauf. Ich würde gerne einmal nachfragen. Sie sagen, es ist Routine, es passiert häufiger. Das haben wir auch bei Elisabeth Schmidt schon gehört, unserer Korrespondentin. Ich würde trotzdem noch mal wissen wollen, im Vergleich zu anderen zurückliegenden Manövern, welche Größe hat das jetzt im Vergleich? Ist das schon eine größere Nummer oder hält sich das tatsächlich im routinierten Rahmen? Also die letzten 6 großen angekündigten Übungen seit 2022, von denen war es wahrscheinlich die zweitgrößte. Wir müssen abwarten, wie das morgen verläuft. Es kann auch unangekündigt dann durchaus noch länger dauern. In diesem Jahr war es die größte Übung, die Zahl der Schiffe. Es ist vor allem aber auch die Zahl der Zonen, die dort betroffen ist. Es sind 5 offiziell angekündigt, 2 bis 3 weitere tatsächlich dann auch von Sicherheitsmaßnahmen betroffen. Und es ist die Qualität, die sich verändert. Es ist die Geschwindigkeit, mit der Boote einfahren. Es ist die Art der Übungen. Morgen soll auch mit echter Munition geschossen werden. Das sind alles Dinge nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität, die sich verändern. Dann weiten wir jetzt mal den Blick. Sie haben die USA schon angesprochen. Elisabeth in Peking hat das auch getan. Es zeichnet sich ja, oder nicht nur zeichnet sich ab, es ist ein großer Rüstungsdeal ja quasi eingetütet zwischen den USA und Taiwan, der größte bisher. Das heißt, die USA unterstützen Taiwan mit militärischen Gütern. Das missfällt China natürlich. Also ist dieses Manöver auch ein Signal in Richtung Washington? Sicher. Und das ist ein Spiel, obwohl der Begriff wirklich unangemessen ist, also eine Sequenz, die da ständig abgespielt wird. Auf Waffenlieferungen wird reagiert mit Sanktionen, bezüglich Unternehmen, neuen Übungen etc. Das wird sich verschärfen. In der Sache nichts Neues. Dieser Deal ist schon besonders. Der ist natürlich auch für die neue Trump-Administration, bei der viele Zweifel haben oder hatten, mit Blick auf deren Nachhaltigkeit der Unterstützung, jetzt ein deutliches Zeichen, dass dort auch letztlich Kontinuität in der Taiwan-Politik besteht, also zumindest was die Frage der militärischen Unterstützung angeht. Auch aus Washington werden aber ganz neue Forderungen an Taipei gestellt, nämlich insbesondere das eigene Verteidigungsbudget hochzufahren. Da sind die Taiwaner und die Europäer sich vielleicht in der Frage ganz ähnlich. Ja, das kommt einem bekannt vor. Sie sagen jetzt, das, was von den USA ausgeht, steht für eine gewisse Kontinuität. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Annäherung zwischen Trump und Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten. Die haben sich ja im Oktober getroffen und die gingen dann nach dem Treffen auseinander mit dem Bekenntnis, Partner und Freunde sein zu wollen. Sind die USA aus Ihrer Sicht tatsächlich der verlässliche Partner, Schutzmacht für Taiwan nach wie vor? Die Verlässlichkeit wird in Frage gestellt, genauso wie natürlich die Partnerschaft, die transatlantische zwischen Europa und den USA mit Fragezeichen hinterlegt wird. Im Falle von Taiwan würde ich fast von einem festeren Commitment heute ausgehen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Der komplette Kongress steht dahinter. Das sind auch rechtliche Verpflichtungen. Die militärische Doktrin, die militärischen Fähigkeiten in den USA richten sich auf diesen Konflikt aus. Der Rückzug aus Europa ist ja durchaus auch dadurch motiviert, dass man sagt, man möchte im Indopazifik noch schlagkräftiger auftreten. Also insofern, selbst die Taiwaner, die natürlich sich die größten Sorgen machen, stehen eigentlich recht firm hinter der Annahme, dass die USA im Ernstfall bei ihnen stehen würden.
Ein anderer Player, der jetzt in unserem Stream oft gefallen ist, von Ihnen, auch von Elisabeth aus Peking, ist Japan. Japan hat eine relativ neue Premierministerin und sie hat zuletzt Militäraktion Chinas in Richtung Taiwan als existenzielle Bedrohung für Japan bezeichnet. Das sind aus Japan recht neue Töne. Auch das hat man in China jetzt nicht wohlwollend aufgenommen. Wie reagiert man denn oder mit diesem Manöver auf das, was aus Japan zu hören ist? Und da darf man erstmal nicht vergessen, dass auch gegenüber Japan Manöver oder im japanischen Luftraum Manöver zuletzt geflogen worden sind. Auch chinesisch-russische gemeinsame Übungen da in diesen Meeresgebieten, Luftraum stattfinden. Das hat seine eigene Dynamik, aber in der Tat, das, was schon lange japanische Verteidigungsdoktrin ist, wurde zuletzt deutlicher ausgesprochen. Die derzeitige Premierministerin ist da sehr klar in dieser Frage. Und China will das, Peking will das mit aller Macht zurückdrängen und verhindern. Und hier wird dann direkt reagiert. Tourismus wird unterbunden, bestimmte Waren dürfen nicht mehr geliefert werden. Aber es wird eben auch mit dieser militärischen Drohkulisse, die ja durchaus nahe stattfindet, an Inseln, die Tokio zugerechnet werden. Insofern, das hat eine ganz klare Japan-Dimension auch an dieser Stelle. Haben wir jetzt im Moment eine Dimension vergessen? Wir sind auf Taiwan selbst eingegangen, die ja erstmal unmittelbar betroffen sind von dem, was passiert. Wir haben über die Vereinigten Staaten von Amerika gesprochen und über Japan. Gibt es da noch einen blinden Fleck? Haben wir was vergessen? Nun, eine der zentralen Fragen ist natürlich, wie würde sich Europa in so einem Konflikt positionieren? Und zwar nicht nur, wenn er vollständig eskaliert, sondern auch schon in einem Grauzonenkrieg, wie er jetzt heute geübt wird. So eine Übung dient ja nicht nur dazu, da abzuschrecken, psychologische Kriegsführung, sondern vor allem auch dazu, zu testen, wie schnell man tatsächlich in einen Kriegsfall eintreten könnte. Und die Reaktionszeiten auf europäischer Seite sind hier dramatisch gesunken. Insofern für alle Hauptstädte in Berlin, in Brüssel, überall auch die Frage, an welcher Stelle ist denn eigentlich eine Linie erreicht, an der Europa nicht nur rhetorisch reagieren muss und Dinge dann verurteilt, sondern vielleicht auch mit Wirtschaftssanktionen und Ähnlichem tätig wird. Da schließt sich ganz gut eine Zuschauerfrage an, die uns erreicht über YouTube von einem User namens Markerer, wenn ich das richtig sehe, ausspreche. Der fragt genau danach, welche Reaktion wäre von der EU und von Deutschland denkbar, wenn China Taiwan angreift. Nun, erstmal ist, glaube ich, nochmal festzustellen, 40% des globalen Warenhandels fahren durch diese Taiwanstraße. Wir haben unmittelbare Wirtschaftsinteressen dort. Wir haben Interessen an der Stabilität in der Taiwanstraße. Das ist nichts, was unter ferner Liefen für uns agieren sollte. Auch ist das natürlich ein demokratischer Partner Taiwan. Wir haben enge Wirtschaftsbeziehungen, politische Beziehungen. Japan und die USA sind unter unseren engsten Verbündeten. Insofern, wir können uns aus einem solchen Konflikt nicht heraushalten. Im Ernstfall würden wir gefragt aus Washington, aus Tokio, tatsächlich sich dann auch an einer Sanktionspolitik gegenüber China zu beteiligen. Das wäre die realistischste Konsequenz. Ein anderer User über YouTube fragt, er heißt Andrei Kozak, was wäre die Reaktion des Westens, wenn China und Russland simultan Angriffe auf Taiwan und das Baltikum ausüben? Nun, erstmal wären wir schlecht darauf vorbereitet. Das ist etwas, auf das, glaube ich, die politische Führung in Deutschland und Europa insbesondere erst zuletzt vielleicht durch NATO-Äußerungen gestoßen worden ist. Es ist evident, dass Russland und China in diesen Fragen eng miteinander sich koordinieren, vielleicht nicht jetzt ganz konkrete Eskalationsszenarien vorbereiten, aber der russische Außenminister Lavrov hat gerade in den letzten Tagen wieder deutlich gemacht, dass selbstverständlich Russland an der Seite Chinas steht in diesem Taiwan-Konflikt, sie sogar rechtlich dazu verpflichtet sich fühlen. Und die chinesische Unterstützung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist bekannt. Insofern, diese Theater, diese Zonen, diese militärischen Arenen sind eng miteinander verbunden. Wir wären sehr schlecht auf eine gleichzeitige Eskalation in beiden Theatern vorbereitet. Karl Hutte fragt über YouTube, für wie realistisch halten Sie einen tatsächlichen Angriff, also Chinas auf Taiwan? Meine Antwort darauf ist immer, es ist eigentlich die falsche Frage. Den großen kinetischen, also militärischen, mit heißen Schusswaffen Angriff abzuwarten. Die eigentliche Frage ist, wie realistisch ist eine Eskalation dieses Grauzonenkonflikts? Und die ist hochrealistisch. Also wann kommen wir in ein Quarantäneszenario, in ein Blockadeszenario? Wie lange dauern diese Übungen?
Wie sehr wird psychologisch oder hybrid durch Cyberattacken auf Taiwan Einfluss genommen? Das sind die eigentlichen Wegmarken. Aber die Übungen sind heute nicht nur mehr Übungen. Sie sind Vorbereitungen auf Angriffskriege mit sehr kurzer Reaktionszeit. Und insofern ist die Frage berechtigt. Persönlich denke ich, aber das ist mit großer Unsicherheit verbunden, dass wir nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit einem großen militärischen Landemanöver rechnen müssen, sondern uns auf ganz andere Szenarien einstellen müssen. Vielleicht noch eine letzte Frage von meiner Seite. Wie käme man denn aus dieser Situation wieder raus? Gibt es im Moment irgendeine Möglichkeit zu deeskalieren? Das ist sehr schwierig. Ich glaube, auf beiden Seiten, auf Seiten Chinas insbesondere, ist der Eskalationspfad im Moment eingebaut. Aus den USA sieht man die Notwendigkeit nachzurüsten. In Taiwan auch. Da gibt es eine militärische Eigenlogik. Tatsächlich ist auch sozusagen diese Spaltung, die innenpolitische, in Taiwan ein zunehmender Faktor, der diesen Konflikt beeinflusst. Also insofern, die Zeichen stehen hier auf eine Verschärfung. Aus dieser Eskalationsspirale herauszukommen, scheint mir unglaublich schwierig im Moment. Trotzdem ganz vielen Dank für Ihre Einschätzung. Informationen heute Abend hier bei uns. Miku Huotari vom Mercator-Institut. Und es war unser Stream zum chinesischen Großmanöver rund um Taiwan. Wir sagen danke für euer Interesse, für eure Fragen und wir sagen bis bald.